Amen. Amen. In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we were speaking about early writings, page 277. haben wir über frühe Schriften, Seite 277 gesprochen. 277. Seite And we 277 im began Englischen. to lay out the line of history from 1844 to the present day. Und wir haben angefangen, die Geschichte von 1844 bis zur heutigen Zeit aufzuzeigen, To show the work of the Christian churches in the United States. um die Arbeit der christlichen Kirchen in den Vereinigten Staaten aufzuzeigen. And we can trace that history accurately Und wir können diese Geschichte akkurat from the verfolgen, 1840s, 1850s, 1860s, von den Jahren 1840 in den 1850ern und 60ern, 1880s and 90s, in den 1880ern und 90ern and then into the 1950s und dann bis hin zu den 1950ern and into our own present history. und in unserer eigenen Geschichte nun. And we saw how those American churches had united themselves with the politics of that country. Wir haben gesehen, wie diese amerikanischen Kirchen sich mit der Politik des Landes verbunden haben. And as Ellen White says, it was these additional corruptions which have entered those churches. Und wie es Ellen White sagte, dass es diese hinzugefügten Verderbtheiten sind. So I just want to read from another book to give a slightly different perspective. Nun möchte ich von einem anderen Buch lesen, um noch eine weitere It's great controversy. Perspektive zu geben, nämlich aus dem großen Kampf. Page 389, 389. paragraph 2. Seite 389, Paragraph 2. Reference again. Yeah. I'll give it again. 389, paragraful 2. Also großer Kampf im Englischen, Seite Second angel's 389. message of Revelation 14 was first preached in the summer of 1844. Die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 wurde zum ersten Mal im Sommer 1844 gepredigt. A doua solie îngerească a fost predicată mai întâi în vara anului 1844. It then had a more direct application to the churches of the United States. Und fand damals eine unmittelbare Anwendung auf die Kirchen in den Vereinigten Staaten. Dropping down a little bit. But the message of the überspringen second etwas. angel did not reach its complete fulfillment in 1844. Aber die Botschaft des zweiten Engels fand im Jahre 1844 nicht ihre vollständige Erfüllung. Churches then experienced a moral fall, Damals erlitten die Kirchen einen sittlichen Verfall. but that fall was not complete. Aber dieser Abfall war noch nicht To vollständig. reject the special truths for this time, they have fallen lower and lower. Da sie weiterhin die besonderen Wahrheiten für diese Zeit verwarfen, sind sie immer tiefer gefallen. So in the framework of Ellen White, Im Rahmenwerk von Ellen White we can say, sagt sie, but not yet can it be said that Babylon is fallen and she has made all nations drink of the wine. jedoch lässt sich noch nicht sagen, Babylon ist gefallen, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden. Pentru că el a făcut ca toate popoarele să bea din vinul mâniei cu vie ei. She has not yet made all nations do this. Sie hat noch nicht alle Nationen dazu gebracht. Spirit of world conforming and indifference to the testing truth for our time exists and has been gaining ground in churches of the Protestant faith in all the countries of Christendom. Der Geist der Verweltlichung und der Gleichgültigkeit gegen die prüfenden Wahrheiten für unsere Zeit besteht und hat in den protestantischen Kirchen in allen christlichen Ländern Boden gewonnen. In the solemn and terrible denunciation of the second angel, but the Und- work of apostasy has not yet reached its culmination. Und diese Kirchen sind ebenfalls gemeint in der ernsten und schrecklichen Beschuldigung des zweiten Engels, aber das Werk des Abfalls hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. So, in the great controversy statement, In dieser Aussage vom großen Kampf also gives some additional details, but she broadens the horizon. gibt sie noch weitere Details, aber sie erweitert den Horizont.
The churches that are there in 1844 are specifically the American churches. Die Kirchen im Jahr 1844 sind speziell die Kirchen in den Vereinigten Staaten. And then quoting from Revelation 18, Und dann zitiert sie von Offenbarung 18, says that she has not made all nations drink. wo es heißt, sie hat noch nicht alle Nationen trunken gemacht. And it tells you what this corruption is. Und hier erzählt es uns, was diese Verderbtheiten sind. Es ist die And Verweltlichung indifference to the testing truth for our time. und die Gleichgültigkeit gegenüber den prüfenden Wahrheiten für unsere Zeit. Have not paid attention to the testing truths. Diese Kirchen haben also den prüfenden Wahrheiten nicht Achtung geschenkt To state it oder nicht darauf testing aufgemerkt. truths are the coming together of church and state. Und sie sagt hier deutlich, dass diese prüfenden Wahrheiten das Zusammenkommen von Kirche und Staat ist. So conformity to the world and indifference to the truth have been gaining ground in these churches. Die Verweltlichung oder die Anpassung an die Welt und die Gleichgültigkeit gegenüber den prüfenden Wahrheiten sind also in die And this issue has Kirchen spread from gekommen. America to go all around the world. Und es geht hier von Amerika dann aber in die ganze Welt. Of Christendom. Denn hier heißt es alle christliche Länder. This is going to be a problem not only in the United States, Das wird also nicht nur ein Problem in den Vereinigten Staaten but sein, mostly also in Europe, sondern vor allem auch in Europa. because that's where the centers of Christendom are. Denn dort sind die Zentren des Christentums oder dort waren die Zentren, You're only going to think of the Protestant churches, wenn man nur an die protestantischen Kirchen denkt. because it says Denn es heißt hier, have been gaining ground in churches of the Protestant faith. und hat in den protestantischen Kirchen an Boden gewonnen. So the main centers of Protestantism are Die the United Hauptzentren States and Europe. des protestantischen Glaubens sind Amerika und Europa. There are other countries, but they're the two main. Es gibt noch andere Länder, aber diese zwei sind die Hauptkontinente. I'm sure some people would want to include Australasia in this story. Und ich bin mir sicher, dass andere Personen auch Australien und Asien Next hinzufügen möchten. paragraph. Wir gehen zu dem nächsten Abschnitt, Abschnitt 3. The Bible declares that before the coming of the Lord, Satan will work with all powers and signs. Die Bibel sagt uns, dass vor der Wiederkunft des Herrn Satan wirken wird mit allerlei lügenhaften Kräften, Zeichen und Wundern. Und da heißt es, dass die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sie kräftige Irrtümer bekommen. Wenn hier 2. Thessalonicher 2 über die Wahrheit spricht und über Irrtum oder über Täuschung, dann ist das nicht eine allgemeine Wahrheit und allgemeiner Irrtum. Ich denke, dass wir das manchmal nur in einem sehr allgemeinen Sinn anwenden. Aber wir möchten wissen, was die Wahrheit ist. Ellen White sagt uns, was die Wahrheit ist, nämlich im Abschnitt zuvor. Die Verweltlichung oder die Anpassung an die Welt und die prüfenden Wahrheiten für unsere Zeit. Wenn es also heißt, dass sie nicht die Liebe zur Wahrheit haben, dann bedeutet das, dass sie die prüfenden Wahrheiten verwerfen. Und wenn du die prüfenden Wahrheiten verwirfst, was geschieht dann? Dass du dich der Welt anpasst. Wir möchten verstehen, was diese Weltlichkeit ist. Im Jahr 2015, was hat diese Bewegung gesagt? Wie schaut diese Weltlichkeit aus? Weltlichkeit schaute aus wie eine liberale Präsidentschaft, die sich nicht
um biblische Normen sorgt oder kümmert, die die Heirat zwischen Gleichgeschlechtlichen erlaubte und sagte, dass jeder die gleichen Toiletten benutzen soll. Menschen dachten, dass das ist, was Weltlichkeit bedeutet. Wenn du konservative Adventisten fragst, was sagen sie, was Weltlichkeit ist? Ein Schlagzeug in der Gemeinde zu haben? Einen entspannten Standard zu haben, dass Leute essen, was sie möchten. Wir sagen, dass die Welt in die Gemeinde hineinkam. Wir haben keinen Maßstab mehr. Das ist die Definition von vielen Menschen, was Weltlichkeit bedeutet. Ellen White spricht hier über die Verweltlichung und über das Verwerfen von Wahrheit, der prüfenden Wahrheiten. Sie lieben die Wahrheit nicht. Wenn wir nun aber verstehen möchten, was Weltlichkeit ist, aus einer prophetischen Perspektive und nicht aus einer moralischen, dann würden wir sagen, möchtest du der Welt folgen oder der Gemeinde? Wenn du der Welt folgst, dann wäre das Weltlichkeit, nicht wahr? Wenn du der Gemeinde folgst, dann wäre das Gemeindelichkeit, welches kein Wort ist. Wie schaut denn Weltlichkeit aus? Im Rahmenwerk, in dem wir es verstehen müssen. Die Welt, die Regierungen dieser Welt, was werden sie die Menschen machen lassen? Dass sie dem Sonntagsgesetz folgen. Wie auch immer du jetzt das Sonntagsgesetz anschaust. Auch wenn du denkst, dass es ein buchstäbliches Sonntagsgesetz sein wird. Aber die Regierungen werden die Menschen dem Sonntagsgesetz folgen zu müssen. Also wenn du dich der Welt anpasst, was passt du dich dann an? Ihren Glauben und ihren Praktiken. Was ist denn ihr Glaube und ihre Praktiken? Dass du am Sonntag anbeten musst. Oder du hast eine sehr strikte, konservative Perspektive, wie man sich verhält. Weltlichkeit im Rahmenwerk, in dem wir es zu verstehen haben, ist nicht, dass Frauen ihre Haare färben und Make-up tragen. Es ist nicht, dass Adventisten Rockmusik spielen oder Schlagzeug in der Gemeinde haben. Es sind nicht die Adventisten, die essen, die sie nicht essen sollten. Es geht hier nicht um die Richtigkeit und den Irrtum über diese Themen. Es geht um ein prophetisches Verständnis darüber, was Weltlichkeit bedeutet. Mein Argument, dass die Weltlichkeit bedeutet, sich an die Welt anpassen. Und wenn du dich der Welt anpasst oder angleichst, das Gegenteil davon ist offensichtlich, sich nicht der Welt anzupassen. Welches bedeutet, dass du die prüfenden Wahrheiten annimmst. Entweder nimmst du die prüfenden Wahrheiten an, oder du passt dich der Welt an. Der Zweck dafür, dass wir hier in dieser Bewegung zusammenkommen, geht nicht so sehr darum, dass wir diese moralischen Codes aufrechterhalten,
Es geht darum, die prüfenden Wahrheiten zu identifizieren und Menschen darauf aufmerksam zu machen. Die prüfenden Wahrheiten, in dem Kontext, wie wir es verstehen, wären die Wahrheiten, die Babylon verbreitet. Zuvor haben wir gehört Zeitsetzung, Spiritismus oder der Zustand der Toten oder das Herunterbrechen von Gottes Geboten, worauf Ellen White sich bezieht, als ein Geringhalten oder Verkleinern des 4. Gebotes und die Sonntagsheiligung zu fördern. Distrugerea celei de-a 4-a legi sau porunci și inducerea legii duminicale. So let me summarize. Lass mich zusammenfassen. The strong delusion that comes Die starken Täuschungen, die kommen, is that people do not believe the testing truths. ist, dass Menschen die prüfenden Wahrheiten nicht glauben. They believe a lie. Sie glauben einer Lüge. And therefore they come under this delusion Und deswegen kommen sie unter diese Täuschung, that they're actually serving God when they're not serving him. dass sie Gott dienen, obwohl sie es gar nicht tun. Isn't that what a delusion is? Ist das nicht eine Täuschung? You actually think something Du that is denkst, not real. du denkst, dass etwas wahr ist, aber es ist in Wirklichkeit gar nicht wahr. Wenn du dich in einer Täuschung befindest, dann denkst du, dass du die Wahrheit sprichst, aber in Wirklichkeit lügst du. Du denkst, dass du Gott dienst, aber in Wirklichkeit tust du es nicht. Wenn du das nun vergleichst und gegenüberstellst, dann ist es das, was eine Täuschung ist. Es wird nun also ein religiöses Phänomen. Wenn wir nun anfangen, über diese religiöse Erfahrung nachzudenken, über die Menschen getäuscht sind oder verblendet, wenn wir glauben, dass dies hier die Sonntagsgesetzperiode ist, dann wissen wir auch, was die Täuschung ist. Dann wissen wir, was die Verwerfung der prüfenden Wahrheiten ist. Diese Kirchen hier, die sich mit der Republikanischen Partei verbinden, was glauben Sie, was passiert? Dass sie Amerika groß machen. Und Amerika ist das Land, das in Gott vertraut. Und wenn du nun Gott vertraust und du groß wirst, wer hat dich denn dann groß gemacht? Gott hat dich groß gemacht. Das ist also wie Kirche und Staat zusammenkommt. Wie schaut das nun hier in dieser Geschichte aus? Amerika wieder groß zu machen. Oder dass Kirche und Staat zusammenkommen. Oder dass man die prüfenden Wahrheiten ablehnt. Man muss nur zu der Politik gehen der letzten 5 Jahre und man wird sehen, was es ist. Es sind die Lehren, über die wir gesprochen haben, Verschwörungstheorien, welches grundlegend eigentlich Lügen erzählen ist, um das Ergebnis zu bekommen, das du möchtest. Die Thematik über Rassismus oder Nationalismus. Und das Thema der Geschlechterungleichheit. Diese Kirche-Staat-Beziehung glaubt, dass was sie tun, richtig ist. Was sie eigentlich tun, ist, die prüfenden Wahrheiten abzulehnen. Die prüfenden Wahrheiten sind die, über die wir gesprochen haben. In unserer Geschichte gibt es kein Gesetz über den Sonntag. Aber es gibt viele Themen, die um diese 3 Thematiken handeln, die wir eben genannt haben.
Verschwörungstheorien, Rasse und Geschlecht. Die gegenwärtige Regierung befindet sich in einer Täuschung und sie denken, dass sie richtig handeln. Das Problem jedoch, es gibt viele Personen in dieser Bewegung, die denken, dass auch sie richtig handeln. Was wir dann letztlich getan haben, dass wir uns selbst in eine Täuschung bringen, weil wir die prüfenden Wahrheiten nicht lieben, weil wir sie nicht verstehen. Ich möchte weiterlesen. Nachdem sie dieses Kommentar gegeben hat, shall be fully accomplished throughout Christendom, will the fall of Babylon be complete. Nicht eher, als bis dieser Zustand erreicht und die Vereinigung der Kirchen mit der Welt über die ganze Christenheit völlig hergestellt sein wird, wird der Abfall Babylons vollkommen sein. The change is a progressive one, and the perfect fulfillment of Revelation 14 verse 8 is yet future. Die Veränderung ist fortschreitend und die vollkommene Erfüllung von Offenbarung 14 Vers 8 ist noch zukünftig. So I want to add one more thought. Ich möchte noch einen weiteren Gedanken hinzufügen. Wir haben Offenbarung 14 hier und Offenbarung 18 dort. Was wir eben gerade gelesen haben, ist, dass Offenbarung 18 in diese Geschichte kommt, aber es war noch nicht vollkommen erfüllt. Es kam noch nicht zu seiner perfekten Erfüllung. Offenbarung 14 wird vollkommen am Ende der Welt erfüllt. Offenbarung 14, Vers 8 also, in der Miller-Geschichte, ist unvollkommen. Und Offenbarung 18, Vers 2, ist die perfekte Erfüllung oder vollkommene Erfüllung der zweiten Engelsbotschaft. Offenbarung 18, Vers 2 ist also, wenn Offenbarung 14 perfekt erfüllt oder vollkommen erfüllt ist. Now, wenn wir nun nicht verstehen, wie Fraktale funktionieren, und viele sagen, dass sie es tun, aber ich denke, dass viele Personen es nicht tun, denn sonst würden wir wissen, dass wir uns in dieser Geschichte hier befinden. 1798, 1844, Sonntagsgesetz, Ende der Gnadenzeit, lauter Ruf, zweite Wiederkunft. Wir befinden uns in dieser Geschichte hier, in dieser nebulösen Zeit. In dem Rahmenwerk von Ellen White ist es der Frühregen. Wir befinden uns also hier in dieser Geschichte von 2014 bis 2019. Wir nennen das hier die Sonntagsgesetzperiode oder Zeit. Oder auch den lauten Ruf oder auch den Spätregen. In dieser Geschichte, in dieser Skala, ist Offenbarung 18 noch nicht vollkommen erfüllt. Es kommt zu seiner vollkommenen Erfüllung hier, wenn wir eine weltweite Botschaft zu geben haben. Momentan ist die Botschaft noch nicht weltweit.
not in its fullest sense. Nicht in seinem vollkommenen I can't just Sinn. say that the message is solely directed to the United States because Ich kann nicht it's already occurring sagen, in different dass die countries. Botschaft nur in Amerika auftritt, denn wir sehen es auch schon in anderen Ländern. We see it most clearly being fulfilled Und in wir the sehen United es States, am deutlichsten erfüllt in den Vereinigten Staaten, that we have church and state dass having come wir together. nämlich Kirche und Staat zusammenkommen sehen. The Republican Party Die is in Republikanische power. Partei ist an der Macht. It's fulfilling the wishes and the desires of Es the erfüllt Protestant die churches. Wünsche und die die Wünsche der Those protestantischen plans and Kirche, schemes that have progressively been enacted and brought forth throughout this history. die Pläne, die durch die ganze Geschichte hier hervorgebracht wurden und auch durchgesetzt. In the 19th century, Im 19. Jahrhundert it was called the National Reform Movement. wurde es die nationale Reformbewegung genannt, Began in the American Civil War. die zur Zeit des Bürgerkrieges in Amerika As we begann. trace the history of these churches, as Wenn wir they've nun die integrated Geschichte with the dieser Kirche government, verfolgen, die mit der Regierung eingegliedert oder in die Regierung eingegliedert level ist, of the priests, und auf der Fraktalebene der Priester nun hier, we see Revelation 18 sehen being wir fulfilled now. Offenbarung 18 erfüllt. So, in the context of the priest, we've Im come Kontext to the der Priester perfect also fulfillment of Revelation sind wir 14. zur perfekten Erfüllung, vollkommenen Erfüllung von Offenbarung 14 gekommen. And what are the testing truths? Und was sind nun die prüfenden Wahrheiten? What is the delusion that everyone Was is ist die in? Täuschung, in der sich jeder befindet? The delusion is that they Die, think that they are making die America Täuschung great, ist, dass sie denken, dass sie Amerika groß machen. and what are they actually doing? Und was machen sie eigentlich? Destroying America. Sie zerstören Amerika. They're destroying what America really should be. Sie zerstören das, was Amerika wirklich sein sollte. And what are the testing truths? Und was sind die prüfenden Wahrheiten nun? Conspiracy theories, Verschwörungstheorien, Teoriile conspiraționale, racism, Rassismus and sexism. und Sexismus. These three issues Diese are the drei testing Themen truths in sind die this prüfenden Wahrheiten dispensation. in dieser Dispensation. Ellen White says Ellen White sagt, that it begins in America and then dass es goes in Amerika beginnt und through dann country after country. Land nach Land weitergeht. We can already see Wir können schon sehen, that these issues are affecting other dass countries. diese Themen auch andere Länder That ones that come to mind readily, really easily, einen Effekt auf sie hat. Aber was die mir schnell in den Kopf kommen, sind Brasilien, Russland, India, Indien, parts of Europe, Teile von Europa, specifically the United im Kingdom. Speziellen das Vereinigte Königreich. So we can already see that these Wir können also issues are schon affecting sehen, other dass nations diese Themen einen Effekt auf andere in Nationen the hat. history of the Sunday law. In der Geschichte des Sonntagsgesetzes. We know that this is a fractal, Wir wissen aber, dass dies ein Fraktal ist and this Sunday law issue is going to get progressively und dass more dieses pointed, more direct. Sonntagsgesetzthema fortschreitend immer punktuierter wird, direkter wird. Having begun in the United States, Indem wir it's going to continue throughout the rest of gestartet in Amerika, geht es weiter durch die ganze christlichen Länder, wie es Ellen White sagt. Wir sehen auch, that it's not just dass es nicht nur Christendom. die Christenheit ist. We'll go to another spirit of prophecy quote. Wir möchten noch zu einem weiteren Geist der Weissagungszitat gehen. This is page 603, I think. Das ist Seite 603 im Englischen. Im Deutschen müsste das 604 sein. Chapter 38, the final Kapitel warning, page 38, die letzte Warnung. Ultima avertizare, pagina 603. The final warning Die letzte Warnung is the loud cry. ist der laute Ruf. Ultima avertizare este strigătul, este marea strigare. Which paragraph? Paragraph 1 and 2. Okay.
Abschnitt 1 und 2 werden wir lesen. Diese Geschichte also hier ist der große Kampf und dort Kapitel 38, Seite 603 im Englischen, 604 im Deutschen. Sie leitet das Kapitel ein, indem sie Offenbarung 18, Verse 1, 2 und 4 zitiert. In der Vergangenheit hat die Bewegung gelehrt, dass Offenbarung 18 die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft ist. 18.1 der erste Engel, 18.2 der zweite Engel und 18.4 der dritte Engel. Das ist schlicht und einfach falsch. Den einzigen, den wir richtig gehabt haben, war, dass Vers 2 der zweite Engel ist. Nochmals, wir haben diesen Fehler begangen, weil wir kein "So spricht der Herr" machen. Wie liest du? Das schlichte Lesen ist deutlich. Offenbarung 18, Vers 1 ist der zweite Engel. Wie Ellen White es beschreiben würde, es ist die vollkommene Erfüllung des zweiten Engels. Der Engel aus Offenbarung 14, Vers 8. Im Englischen beginnt Vers 2 mit "und er". Das heißt es auch im Deutschen. Hier gibt es ein Pronomen der Person, die im vorangegangenen Vers steht. Der Engel in Vers 1 ist die Person, die in Vers 2 spricht. Sie sind also die gleiche Person, der zweite Engel. Wenn man nun zu Vers 4 geht, dann heißt das, wird hier eine andere Stimme genannt. Diese Stimme ist nicht die Stimme des dritten Engels. Wenn du frühe Schriften, Seite 277 lesen würdest, die Seite, die wir gelesen haben, aber wenn du die ganzen Abschnitte liest, und dann nämlich auch die nächste Seite, dann zeigt es dir, dass diese andere Stimme nicht die Stimme des dritten Engels ist. Das ist also der einleitende Gedanke für die Sonntagsgesetz-Zeitperiode aus dem großen Kampf. Hier ist es, wo Ellen White Offenbarung 18, Vers 2 markiert. Sie zitiert die Verse 1, 2 und 4. Der Engel kommt am Sonntagsgesetz hernieder, welches dort ist, wo das Bild des Tieres aufkommt. Ich habe erklärt, wie man von dieser Geschichte das Bild des Tieres vor dem Ende der Gnadenzeit, wie man es zurückschiebt, wo man das Bild des Tieres und das Sonntagsgesetz hat. In der Vergangenheit haben wir gedacht, dass der große Test der 11. September ist. Und dann haben wir in einer nebulösen, vagen Art und Weise haben wir den 11. September 2015 in diese Bild des Tieres Geschichte eingewoben. Und im Jahr 2015 ist also das Bild des Tieres komplett bereit für das Ende der Gnadenzeit.
Deshalb haben wir Offenbarung 18 in diese Geschichte hineingeschoben. Ich möchte nun lesen, was Ellen White über diesen Abschnitt hier spricht. Großer Kampf, Seite 603 im Englischen. Diese Schriftstelle, nämlich Offenbarung 18, points forward to a time when the announcement of the fall of Babylon, as made by the second angel of Revelation 14, is to be repeated. Weist vorwärts auf eine Zeit, da die Ankündigung des Falles Babylons, wie sie der zweite Engel in Offenbarung 14 macht, wiederholt wird. Erwähnt aber zudem die Verderbnisse, die in den verschiedenen Gemeinschaften, aus denen sich Babylon zusammensetzt, eingedrungen sind, seitdem jene Botschaft im Sommer 1844 zuerst verkündet wurde. In frühe Schriften sagt sie die Kirchen. Hier sagt sie die verschiedenen Gemeinschaften. Sie hat also ihre Sprache geändert, nämlich von dem Gedanken in frühe Schriften zu dem Gedanken in großen Kampf. Einer spricht im Speziellen über die Vereinigten Staaten und das andere bringt uns zu einem weltweiten Phänomen. Ein schrecklicher Zustand der religiösen Welt wird hier beschrieben. Sie geht hier also von den Kirchen in Amerika zu der religiösen Welt. All das, was ich nun möchte, dass wir sehen, dass es da diesen Gedankenübergang gibt von Amerika zur Welt. Du musst nun weiterlesen, um zu verstehen, was diese verschiedenen Gemeinschaften, aus denen sich Babylon zusammensetzt, was diese sind. Das ist jetzt aber, würde jetzt den Rahmen sprengen von diesem Studium. Aber den Punkt, den ich möchte, den wir sehen, dass wir nun erfahren, das Sonntagsgesetz auf der Fraktalebene der Priester. Es zeigt uns, wie diese Dinge sein werden. Du musst dich fragen, wird es da ein buchstäbliches Sonntagsgesetz in der Zukunft geben oder nicht? Wenn du nun diese Geschichte hier nimmst, das hier ist das Sonntagsgesetz für die Priester. Und das das Ende der Gnadenzeit für die Priester. Ich möchte jetzt nicht nochmal die Linien aufzeichnen. Wenn wir aber die Geschichte nehmen würden und sie für die Leviten aufzeigen, wo wäre das Sonntagsgesetz für die Leviten? Es wäre nicht Panium. Es wäre hier. Wir nennen das Raphia. Und erinnert euch, jede dieser Linien wird einen Zeitabschnitt weitergeschoben. Priester, Leviten und die Tempeldiener. Und jeder ist ein Zeitabschnitt weitergeschoben. Und wenn das hier das Sonntagsgesetz ist, dann wäre dies hier das Sonntagsgesetz. Und dies hier wäre das Sonntagsgesetz. Es ist ein Schritt weitergeschoben. Das hier ist 2014.
Und das hier ist 2019. Und ich schlage vor, dass dies 2021 ist. Wir sprechen nicht so oft über dieses Jahr. Das hier ist Raphia und das ist Panium. Panium ist also das Sonntagsgesetz für die Tempeldiener, welches anders ist, als die meisten Leute denken. Wenn wir nun diese Linie zeigen, nämlich für die 144.000, wo befindet sich das Sonntagsgesetz? Hier. Das ist das Sonntagsgesetz aus Daniel 11, Vers 41. Das ist die Wegmarke, die nach Panium kommt. Bevor wir nun jemals an dieses Sonntagsgesetz gelangen, dieses hier, welches die vollkommene Erfüllung von Offenbarung 14, Vers 8 sein wird, müssen wir durch all diese Erfahrungen zuerst einmal gehen. Lasst mich sehen, ob ich ein Zitat für uns finde. Great Controversy 605, it's a few pages down. Ein paar Seiten weiter, Seite 605 im Englischen, 606 im Deutschen. Abschnitt Paragraph 3. Ehedem, bis zu diesem Punkt, those who presented the truths of the third angel's message have been regarded as mere alarmists. wurden die, die die Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft verkündigten, oft nur als Schwarzseher betrachtet. Their prediction that religious intolerance would gain control of the United States, that church and state would unite to persecute those who keep the commandments of God, have been pronounced groundless and absurd. Ihre Vorhersagen, dass religiöse Unduldsamkeit in den Vereinigten Staaten die Oberhand gewinnen, dass Kirche und Staat sich zusammenfinden würden, um die zu verfolgen, die Gottes Gebote halten, wurden als grundlos und lächerlich abgetan. Wenn wir also glauben, in Fraktal, in diesen Linien, der Linien der Priester, und Future for America behauptet, dass sie es tun, wenn sie es tun, dann müssen sie erklären, was diese Verse in unserer gegenwärtigen Geschichte bedeuten. Es muss religiöse Intoleranz in dieser Geschichte hier geben. Hier. Es muss religiöse Intoleranz geben. Es muss uns möglich sein, es zu identifizieren und es zu erklären. Und es ist nicht im Rahmenwerk von Sonntag. Wir müssen wissen, welche Rechte und welche Freiheit von den Menschen weggenommen wird. Es gibt Intoleranz gegenüber gewissen Themen. Und diese Intoleranz hat einen religiösen Hintergrund. Kirche und Staat wird die verfolgen, die Gottes Gebote halten. Auf welche Gebote wird denn hier verwiesen? Wenn du wirklich glaubst, dass dies hier die Sonntagsgesetz-Geschichte für die Priester ist,
dann müssten wir verfolgt werden. Gottes Volk müsste verfolgt werden. Was ist denn die Verfolgung, die vonstatten geht? Es geht nämlich nicht um Sonntag. Das wissen wir. Wir haben keine Antworten darauf. Wenn du ein Rahmenwerk eines buchstäblichen Sonntagsgesetzes in dieser Geschichte hast. Das ist jedoch nicht der Punkt, den ich hier machen möchte. Man hat zuversichtlich erklärt, jenes Land könne nicht anderes werden, als es gewesen ist, der Verteidiger der religiösen Freiheit. In dieser Geschichte also wird die religiöse Freiheit weggenommen. Und viele in dieser Bewegung oder die in dieser Bewegung waren, können nicht einmal was Falsches sehen. Sie dachten eigentlich, dass wir in ein neues goldenes Zeitalter eintreten. Und das möchte ich, dass wir lesen. Doubted and disbelieved is seen to be approaching. The third message will produce an effect which it could not have had before. Da aber die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall aufwühlt, sieht man, dass so lange bezweifelte Ereignis näher kommt. Und die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung hervorrufen, die vorher nicht da sein konnte. Lasst uns das nochmal genau lesen. Das Ereignis so lange bezweifelt und nicht geglaubt, scheint so, als komme es näher. Über welches Ereignis spricht sie hier? Es geht um das Sonntagsgesetz. Ich hoffe, dass wir das alle sehen können. Wir befinden uns also in einer Zeitperiode vor dem Sonntagsgesetz, weil es hier heißt, es scheint näher zu kommen. Vor dem Sonntagsgesetz, was geschieht? Jemand sieht, dass es kommen wird. Und wenn sie sehen, dass es kommt, was machen sie? Sie fangen an, dieses Thema aufzuwühlen. Und während nun die Erzwingung der Sonntagsfeier überall aufwühlt oder aufgewühlt wird, sieht man, dass so lange bezweifelte Ereignisse näher kommen. Vor 2014 also muss etwas angefangen werden, aufzuwühlen. Was wird denn aufgerührt? Sie sagt, aber die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier ist überall aufgewühlt oder beunruhigt. Oder erschüttert. Das hier ist der 11. September. In der Geschichte vom 11. September bis 2014 etwas muss aufgewühlt werden. Das ist die Geschichte der Aufregung. Und was wird aufgewühlt oder aufgeregt? Die Sonntagsgesetz-Thematik. Und man muss es identifizieren und sehen, denn sonst wird Prophetie nicht erfüllt. Man sieht das Sonntagsgesetz herannahen und das Thema wird aufgewühlt. Und dieses Ereignis, dem kein Glauben geschenkt wird, scheint näher zu kommen. Und der dritte Engel scheint so hier ans Werk zu gehen. Und die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung hervorrufen, die vorher nicht da sein konnte.
Ich möchte nun einen weiteren Punkt hinzufügen. Ich weiß nicht, warum wir das tun, weil das nicht in Übereinstimmung mit der Schrift oder dem Geist der Weissagung ist. Lasst uns lesen. Stimmen wir überein, dass wir uns hier in der Geschichte vor dem Sonntagsgesetz befinden? Ja. Der letzte Teil, die dritte Engelsbotschaft, wird eine Wirkung hervorrufen, die vorher nicht da sein konnte. Vor was denn? Wenn es hier heißt vorher, nicht Sonntagsgesetz, vor dieser Aufregung oder vor dem Sonntagsgesetz. Lasst uns genau lesen. Da aber die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall aufgewühlt oder erörtert wird, wird die dritte Engelsbotschaft eine Wirkung hervorrufen, die sie vor dieser Aufregung nicht haben konnte. Das sagt uns also, dass die dritte Engelsbotschaft schon vor dem Sonntagsgesetz in dieser Geschichte da ist. Und viele Personen machen hier ein 3a. Und wenn wir das tun, müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir denn meinen. Denn das bedeutet, dass die dritte Engelsbotschaft erst angekommen ist. Aber wir haben schon gelesen, dass sie schon da ist in der Geschichte. Um diese Frage zu beantworten, muss man den Fortschritt und die Wiederholung und Erweiterung verstehen. Was ich nun möchte, dass wir sehen, dass es da diese Aufregung schon vorher gibt. Du musst also zurück in unsere eigene Geschichte gehen, in die Geschichte dieser Bewegung. Und du solltest, es sollte dir möglich sein, zu identifizieren, ob unsere Linie richtig ist. Dann muss es dort eine Aufregung geben in dieser Bewegung, denn Menschen haben sehen können, dass 2014 kommt. Ist das geschehen? Gab es da eine Aufregung in dieser Bewegung? Weil Menschen 2014 vorhergesehen haben? Die Antwort ist ja. Es gab eine Aufregung. Und deshalb wissen wir, dass unsere Linie in Übereinstimmung mit einem So spricht der Herr ist. Wir wissen, dass dies das Sonntagsgesetz ist. Wir befinden uns in dieser Geschichte, in der Kirche und Staat zusammenkommen. Und es hat nichts zu tun mit einem Sabbat, 7. Tag und Sonntag, 1. Tag dieser Thematik. Und wenn wir mit dem übereinstimmen, ich weiß, dass einige damit Probleme haben, diese Aufruhr oder Aufregung, und ich habe es noch nicht bezeichnet, wo genau es sein ist, er ist, aber ich werde es hier nur als A betiteln. Irgendwo hier in dieser Geschichte gibt es diese Aufregung oder Erschütterung. Und wenn ich dies nun nehme und hierher bringe, könnt ihr das rot sehen? Könnt ihr das sehen? Können wir sehen, dass hier das der Teil ist, wo A sich befindet? Da gibt es eine Aufruhr hier, weil sie das Sonntagsgesetz im Jahr 2014 kommen sehen. Für die Leviten, wo befindet sich ihre Aufregung? Noch ein Zeitschnitt weiter. Das ist nicht kompliziert. Hier ist es.
Für wen war diese The Botschaft? agitation. Adică, pentru cine este Diese acea agitație Aufregung? în inimile lor? This one here. Aceasta. Diese hier? Who was it for? Für Cine wen era? war sie? Nu despre ce era. For the priests. Pentru preoți. Here Für die it is, the Priester. priests. Aici, Hier, preoții. für die The Priester. priests. Preoții. The agitation for the priests. Agitația Diese pentru Aufregung preoți. für die This was Priester. for the priests. Das war Aceasta a für die fost pentru Priester. preoți. AP. Did the priests hear a Haben message that Die agitated them? Priester eine Botschaft gehört, die sie in Aufregung gebracht hat? Yes. Ja, Da. I'm hoping that when ich hoffe, Sister Tess came, dass als Schwester earlier Tess this year, that she Anfang covered des these Jahres stories. kam, Sper că atunci diese când a venit Geschichte sora Tessa, a acoperit câteva behandelt istorii hat. mici. And did you cover this? Ai acoperit? Yep. Brother Arian Und has Bruder covered it in Arian his hat camp es meeting. auch Fratele während diesem Seminar fratele Arian behandelt. a acoperit câteva subiecte în această întâlnire. A vorbit despre aceste subiecte. 9/11, 11. September 2005, 2005, 2009, 2009, 2012. 2012. All of those dates All diese connected to the Daten agitation sind of the Sunday in law. stehen in Verbindung mit der Aufregung vor dem Sonntagsgesetz. And those of us who were in the movement at that time period, Und diejenigen für uns, die in dieser Zeit in der Bewegung befanden, so what you need to know hatten einen Effekt is aufgrund every dieser time you get an Aufregung. agitation, Was ihr wissen müsst, immer wenn eine you have to Aufregung give a vonstatten target geht, audience. dann musst du es zu einem gezielten Personengruppe Personengruppe oder Hörerschaft sagen. Für wen ist nun diese Here? Aufregung? Aici? Good. Bravo. Bun. Und wo ist der Tempeldiener? Hier. And the next one Și următoarea? Und die nächste? Wann ist die nächste is the Aufregung? next one. Da gibt es noch eine, 44.000. Here. nämlich hier. Are we okay with that? Suntem de acord cu asta? Stimmen wir damit überein? We've got all these agitations. Wir sehen hier all diese Aufregungen. Which one does Ellen White speak about? Despre Über care welche vorbește spricht Ellen Ellen White? aici? Despre care din aceste agitații? 1, 2, 3 or 4? 1, 2, 3 oder 4? 4? Good. Number 4. 4. This is the one that Ellen Nummer White 4. speaks about. Despre asta Über vorbește diese Ellen hier White. spricht This is Ellen the one White. we just read. Asta este Über das haben wir eben erst Page gelesen. 605. Seite 605 im Englischen. But we need to understand it at all of these levels. Aber wir müssen sie auf all diesen Ebenen verstehen. Today in our history, Heute in unserer Geschichte we're here. Suntem aici. befinden wir uns hier. We've almost finished all of this history. Wir haben fast diese ganze Geschichte schon vollendet. Someone has been shouting something, Jemand muss etwas gerufen whoever haben, it is, wer auch immer es ist, whether it's the priests ob es nun die Priester or the sind world, oder die the Welt, stones. die Steine, They must have been crying something. sie müssen etwas rufen. What were they crying? Was schreien sie? Strigau ei. Pentru ce strigă ei? Sau el? Let me ask a different question. Lasst mich noch eine andere Frage Who stellen. are they crying to? An wen rufen sie? Către leviți. We're in the agitation Wir befinden uns in Suntem der în Aufregung agitație. for the Levites. für die Suntem în Leviten. agitația pentru leviți acum. So we'll put a Levite here. Deci voi Ich pune leviți markiere aici. jetzt den Leviten. Can we see that? Puteți să vedeți asta? Können wir das sehen? So there must be some kind of agitation, Es muss also hier eine Art von Aufregung some geben. noise, Ein Lärm, ein Geräusch, eine Botschaft, die erzählt, was kommen Care wird. ce va prevedea? Sunday law. Legea duminicală. Nämlich ein Sonntagsgesetz. The whole point of an agitation is to wake people up. Tot scopul Der agitației einzige este să Grund trezească einer oamenii. Aufregung Otherwise it doesn't ist, serve a purpose. Altfel, la fel, nu trebuie să jemanden aufzuwecken. Come to this Andererseits story here from the great controversy. Veniți wird la es ja den această Zweck nicht istorie zu în tragedie erfüllen. vaporilor. Kommen wir hier zu der Geschichte des Spune Sonntagsgesetzes. Dort heißt es, dass die Aufregung că agitația produce ce was anume? benutzt. It said, Spune, can you read it? Es hat geheißen hier, Can you find it? könnt ihr es finden? And the third message will produce an effect. Die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung hervorrufen. So there's going to be an effect. Deci va Dort fi wird es also eine un Wirkung efect. geben.
Hier, wie kann die dritte Engelsbotschaft eine Wirkung hervorrufen, wenn Menschen sie gar nicht hören? Die dritte Engelsbotschaft also wird eine Wirkung hervorrufen in der auf die gezielte Hörerschaft. Wenn wir diesen Gedanken nehmen und sie in diese Geschichte bringen, die Leviten, welches die Adventisten unserer Gemeinde sind, die noch kein Teil dieser Bewegung sind, also wir sind 2 Monate weg von. Denkst du, dass sie die Aufregung schon angenommen haben, in der wir uns seit 5 Jahren befinden? Und ich argumentiere, ja, die Leviten sind aufgewühlt worden, sei es durch unseren Einfluss oder durch die Steine, die ausrufen. Welche Botschaft haben Sie empfangen? Welche Botschaft haben Sie empfangen, die Sie aufwühlt? Denn niemand hört uns zu. Und wir sprechen von einem Sonntagsgesetz, das weit weg ist. Wenn wir sie wirklich aufwühlen würden, dann hätten wir ihnen erzählt, dass etwas im November geschieht. Und die Gemeinde hat keine Ahnung darüber. Also wer hat dann die große Arbeit der Aufregung für die Leviten gemacht? Die Steine, die Welt. Und was haben sie den Leviten erzählt? Ein Sonntagsgesetz kommt. Das Papsttum ist kurz davor, etwas zu tun. Nein, sie haben keines von diesen Botschaften gehört. Dieses Sonntagsgesetz kommt in 2 Monaten. Wie können sie also dafür bereit sein, wenn sie noch nie von dieser Botschaft gehört haben? Es ist offensichtlich. Es ist so offensichtlich. Ich weiß nicht, wie Leute das nicht sehen können. Sie haben eine Botschaft der Aufregung, die sie vorbereiten soll. Eine Botschaft, die von der Welt gekommen ist, dass ein Sonntagsgesetz in 2 Monaten hier ist. Wenn du an ein "So spricht der Herr" glaubst und du an diese Botschaften glaubst, diese Linien, dann weißt du, dass die Leviten schon gewarnt wurden, dass ein Sonntagsgesetz kommt. Und sobald dies geschieht, müssen Dinge in ihrem Leben sich ändern. Dann müssen sie einen Spätregen empfangen, bevor sie dann geerntet werden können. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wie ein Sonntagsgesetz aussieht. Wie diese Aufregung eigentlich funktioniert. Wie sich ein Sonntagsgesetz anfühlt. Wir haben schon 2 Zeugnisse, Zeugen. Wir wissen gewiss, dass das Sonntagsgesetz für die Priester und das Sonntagsgesetz für die Leviten absolut nichts mit Sonntag zu tun hat. Wenn es dem so wäre, dann hätten wir darüber schon gehört. Wer sind die Priester und die Leviten? Sie sind 7-Tags-Adventisten. Der primäre Test, das vor dem Ende der Gnadenzeit kommt, das ist das Ende der Gnadenzeit. Ende der Gnadenzeit.
dass der primäre Test, der zu den Adventisten vor dem Ende der Gnadenzeit kommt, wenn man über die Priester oder die Leviten nachdenkt, hat nichts mit einem Gesetz zu tun über die Sonntagsheiligung. Wenn dem so wäre, dann wüssten wir darüber. Und das wird zu einem großen Problem für diejenigen, die der Theologie von Future for America folgen. Denn was du beginnst zu tun, dass du mit diesen Linien in einer gefährlichen Art und Weise anfängst herumzuspielen. Denn was du anfängst zu sagen, wenn du an diesen Wahrheiten festhältst, da ist nämlich der Test für die Gemeinde anders ist als der Test für die Welt. Und das kann so nicht sein. Man kann nicht zwei verschiedene Tests haben. Es muss der gleiche Test sein. Das haben wir von Anfang an gelehrt, wenn wir über erst die Gemeinde, dann die Welt gesprochen haben. Gottes Handeln mit menschlichen Wesen ist immer gleich. Also haltet eure Augen offen, denn wenn sie anfangen, die Widersprüchlichkeit oder Ungereimtheiten in ihrer Botschaft, entweder müssen sie die Information vergraben, welches wir nicht erlauben sollten. Wir sollten mit dieser Aufregung, mit dieser Thematik klar und deutlich handhaben. Und die Art und Weise, aus diesem Problem herauszukommen, ist zu sagen, dass wir keine Zeit haben. Wenn man nun die Zeitsetzung herausnimmt, dann hat man 2014 nicht, dann hat man 2019 nicht. Und deshalb hat man nichts davon. Das ganze Thema kollabiert und bricht in Teile, zerbricht. Man kann keine einzige Nadel aus dieser Struktur herausnehmen. Nu poți să iei nicio bucățică, niciun fir. Wenn man diese Stecknadel herausnimmt, dann kollabiert das Ganze. Wenn also Future for America ihre Position über Zeitsetzung aufrechterhalten, wenn sie zu den 126 und 151 sie beibehalten, wenn sie den 9. November 2019 aufrechterhalten, dann muss die Frage gestellt werden. Die Aufregung für die erste Gruppe der Adventisten und die Aufregung über das Sonntagsgesetz für die zweite Gruppe der Adventisten. Gibt es da zwei Gruppen der Adventisten? Das bedeutet dann, dass der Rest der Adventismus, dann gab es da keine Aufregung über die Thematik der Sonntagsheiligung. Deshalb ist der Adventismus, oder ihr großer Test, ist kein Test über Sonntagsheiligung. Wenn es kein Test über Sonntagsheiligung für uns ist, woher um alles in der Welt bekommen wir dann die Idee, dass es so für die Leviten sein wird? Dann sie werden sagen, hier, wir haben zwei verschiedene Tests. Und das steht im Widerspruch zu einem, so spricht der Herr.
it's in contradiction to line upon line. Es steht im Widerspruch zu Linie auf Linie. If you go back to the New Denn wenn Testament, man zurück zum Neuen Testament geht, you see that the gospel that was given to the church was the same dann gospel sieht man, that was dass given das to the Evangelium, world. das der Gemeinde gegeben wird, das gleiche Evangelium ist, das auch der Welt gegeben wurde. One faith, Ein Glaube, one gospel, ein one Evangelium, baptism. eine Taufe. Whether you're a church member or Ob du whether you're nun a ein Gentile. Gemeindeglied bist oder ein Heide. We already have the proof. Wir haben schon den Beweis, If you're willing to see, wenn du nun willig bist if you're willing zu to sehen, accept what these lines wenn du are bereit teaching, bist anzunehmen, was die Linien lehren, that the agitation for dass the priest diese Aufregung für die Priester has already happened. schon We vonstatten know we were ging. agitated. Wir wissen, dass wir An aufgewühlt wurden. historical fact. Das ist ein historischer Fakt. In 2012, 2012 there was an agitation gab that es predicted the eine Sunday law. Aufregung darüber. Es gab eine Vorhersage über das Sonntagsgesetz. Sie haben 2014 vorhergesagt. Und heute, That agitation diese Aufregung has occurred in our history. ist in unserer Geschichte aufgetreten, denn das ist seit 2018. Man kann zurückgehen, aber 2018 ist der Marker, And what have we been die agitating Markierung. for the past 12 months? Und worüber wurden wir aufgewühlt in den letzten 12 Monaten? Based upon two streams of information. Aufgrund zweier Informationsströme. Lies, Lügen, nationalism, Nationalismus and sexism. und Sexismus. This is the testing truth. Das sind die prüfenden Wahrheit. Das ist This die is what prüfende the Wahrheit. Levites are going to be Das ist confronted das, with. mit dem die Leviten konfrontiert werden. Agitation is already Die there. Aufregung ist schon da. We are not even speculating. Und wir spekulieren nicht einmal. We're saying this is a Wir thus sagen, saith dass the dies Lord. ein So spricht der Herr ist. That the Dass agitation for diese the Levites, Aufregung, dieses Aufwühlen der Leviten, wenn sie zu ihrem Sonntagsgesetz im Jahr 2019 kommen, is the issue of ist das conspiracy theories, Thema über racism Verschwörungstheorie, and sexism. Rassismus und Sexismus. Teorii conspiraționiste, rasism și sexism. And even though we didn't realize it Und auch wenn wir es nicht pre-2014, vor 2014 realisiert haben, the issues were the same then. die Thematiken waren die gleichen auch damals. However you see it, Wie auch immer du es what betrachtest, we do know was wir wissen, is that for the church, dass für die Gemeinde, the SDA church, die Siebenten-Tags-Adventisten, the Sunday law issue and its agitation das Sonntagsgesetzthema Sunday und sacredness. die Aufwühlung hat nichts mit dem Sonntagsgesetz zu tun. We have the same gospel Wir haben das gleiche as the world. Evangelium wie die Welt. Therefore, if we were not tested on a Sunday issue, Und deshalb, wenn wir nicht über ein Sonntagsgesetz getestet werden, so werden dann also auch nicht die Tempeldiener. let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, as we bow before you, wenn wir vor dir knien, we want to ask that you would guide and möchten wir direct dich us. bitten, dass du uns führst und leitest. Father, we are now in Vater, the agitation wir befinden uns nun in der of the Aufwühlung Sunday law for the Levites. des Sonntagsgesetzes für die Leviten. Help us to understand the Hilf uns, implications of dass what wir this means. die Auswirkungen verstehen, was es We bedeutet. ask and pray in Jesus' Wir name. bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen.